Am 24. Oktober 2012 wird das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Es ist ein sichtbares Bekenntnis Deutschlands für den Völkermord an bis zu 500.000 Menschen. Unter den hunderten Gästen sind der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, die Bundeskanzlerin und der Überlebende Reinhard Florian. Nach der Zeremonie stellt der 89-jährige, gebürtige Ostpreuße fest: Jetzt haben unsere Toten endlich ein Zuhause. Das Denkmal schuf der weltbekannte israelische Künstler Dani Karawan. Auf einer Lichtung nahe Reichstagsgebäude und Brandenburger Tor gestaltete er ein Gesamtkunstwerk in und mit der Natur. Umsäumt von Bäumen und Büschen, entzogen dem Lärm der Großstadt, bildet eine schwarze Brunnenschale den Kern des Gedenkensembles. Aus der Mitte des kreisrunden Sees ragt flach ein dreieckiger Sockel aus Granit. Karawan sagt: Nur ein einzelner kleiner Stein, der versinkt und emporsteigt, wieder und wieder, Tag für Tag. Und auf ihm jeden Tag eine neue kleine Blüte, um sich jedes Mal aufs Neue zu erinnern, in Erinnerung zu rufen, unentwegt, bis in alle Ewigkeit. Die metallene Einfassung des Sees birgt das Gedicht Auschwitz des italienischen Komponisten Santino Spinelli. Eingefallenes Gesicht, erloschene Augen, kalte Lippen, Stille, ein zerrissenes Herz, ohne Atem, ohne Worte, keine Tränen. In die Rasenfläche rings um den See sind grob gebrochene Steinplatten eingelassen, die an Scherben erinnern. In einige von ihnen sind Namen eingebracht: Alexandrowka bei Smolensk, Lety, Belgrad, Semlin, Treblinka, Stutthof, Königsberg. Insgesamt 69 Orte, an denen Kinder, Frauen und Männer, oft als Familien, gequält, durch Zwangsarbeit bei Erschießungen oder durch Gas ermordet wurden. Halbtransparente Glaswände fassen den Gedenkort von zwei Seiten ein. Auf der Südseite der Lichtung, zum Simsonweg hin, bietet eine Chronologie der Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus grundlegende Informationen. Sie wird 2022 durch eine Freiluftausstellung ergänzt, in der Biografien und Porträts von Ermordeten und Überlebenden dargestellt werden. Jedes Jahr am 2. August wird der über 4000 Sinti und Roma gedacht, die in der Nacht auf den 3. August 1944 in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet wurden. Zumeist als arbeitsunfähig eingestufte Frauen, Kinder und ältere Menschen. Nunmehr ist der Fortbestand des Denkmals durch den Bau einer S-Bahn-Trasse bedroht. Wenn aber dieses Kunstwerk zur städtebaulichen Manövriermasse wird, stellt sich die Frage nach der Ernsthaftigkeit der deutschen Verantwortung für den Völkermord und des besonderen Schutzes von Sinti und Roma und ihrer Belange auch in der Gegenwart. Ein Geigenton des Komponisten Romeo Franz umrahmt das Gedenkensemble für die ermordeten Sinti und Roma Europas. Dani Karawan beschreibt: Das Wasser umfängt den Himmel, den blauen, den grauen, den schwarzen Himmel, die Wolken, das Licht, das Dunkel. Alles wird verschlungen vom wirbelnden Wasser. Allein der Klang einer einsamen Geige ist geblieben von der gemordeten Melodie, schwebend im Schmerz.